Ja, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute bauen wir ja den Zylinderkopf wieder auf den kleinen Opel Corsa Motor, den Z12 XEP. Der ist ja baugleich mit dem 1.4er, das wisst ihr, und der 1.0er, der hat halt nur einen Zylinder weniger, ist aber die gleiche Technik. So, und wie das geht, schauen wir uns jetzt mal an. Also, Popcorn raus, Füße hoch und genießen. Oder ihr nehmt euer Handy oder Tablet gleich mit in die Garage und könnt nebenbei gleich schrauben. So, los geht's. Ja, jetzt lese ich gerade noch mal in den Büchern hier von Opel und da steht tatsächlich drin, sollten die gemessenen Werte nicht den vorgegebenen Werten entsprechen, so ist der Zylinderkopf zu erneuern. Das hatte ich ja schon in meinem letzten Video so angedeutet. So, da steht nochmal extra Hinweis. Ein Planschliff für Mehrventil-Zylinderköpfe, in Klammern 4 Ventile pro Zylinder, ist nicht zulässig. Diese Zylinderköpfe dürfen auf gar keinen Fall einem Planschliff unterzogen werden. Ja, jetzt hat der eine Zuschauer ja geschrieben, hallo Heiko, und alles schön, dass er es richtig gemacht hat. Aber er hat geschrieben, er hat seinen Zylinderkopf direkt zum Planen abgegeben. Also mich würde mal interessieren, was daraus geworden ist. Schreib mal in den Kommentaren oder melde dich mal bei dem Video, wenn du das siehst, was wirklich dann passiert. Würde mich ja mal interessieren und auch vielleicht die anderen User oder Zuschauer. Ja Leute, jetzt haben wir den Kopf hier fertig. Alles schön wieder zusammengebaut. Ventilschaftdichtung erneuert, alles schön sauber gemacht. Und jetzt können wir das Teil als nächstes wieder da oben drauf setzen. Hier habe ich auch schon alles schön sauber, wie man sehen kann. Vermessen haben wir es auch, ist auch schön gerade. Also hier wird es ja sowieso kaum was verziehen. So, dann checken wir mal nochmal, ob diese richtig ist, ob das schön passt. Dass wir nicht die verkehrte haben. Vertauschen kann man die auch nicht. Sieht man ja schon, da ist ein Loch, da passt. Ja, passt nicht. Also wird die halt andersrum. Also haben wir schon mal oben unten geklärt. Ja, die ist jetzt verbogen, warum auch immer. Jetzt haben wir hier eine schöne Anleitung dazu. Danach würde ich mich richten, das sind die Herstellervorgaben. Anzugsreihenfolge, Drehmoment, Anziehen, 25 Newtonmeter, 60 Grad, 60 Grad, 60 Grad, immer in dieser Reihenfolge. Das gehen wir jetzt als nächstes an. Ja, hier passt auch alles, sieht sehr gut aus, also drauf damit. Ja, was soll ich sagen? Ich habe gerade noch mal da in diesem Computer gelesen. Opel sagt, hier an diesen Ecken soll eine 2 mm Raupe zwischen dem Zylinderblock und dem Zylinderkopf an den Silikondichtmittel eingesetzt werden. Also machen wir das. Nutzen wir mal den Victor seine Klebe hier. Ist ja dabei gewesen, ne wahr? Wir legen mal Victor seine Wurst da rein. Mit dem schönen Renzosil. Vorsichtig. Sauber gemacht haben wir das ja alles vorher schon. Na gut, sind 3 mm geworden. Andere Ecke auch. So.
Das war's schon. Sitzt, hat sich rausgedrückt. Jetzt wischen wir das ein bisschen ab hier. Und jetzt müssen wir die Fronten klären. Das bedeutet, wir müssen diese und diese Ebene hundertprozentig auf ein Level bringen. So, im Opel-Buch steht, man muss jetzt hier die Dichtung aufsetzen, das Steuergehäusedeckel drauf und so weiter. Mache ich in dem Fall aber nicht. Ja, es gibt ja auf der Welt Ingenieure, die sind schlauer wie ich, aber ich bin auch nicht am Kopf gefallen. Ne? Wir werden jetzt genau wie im Opel-Handbuch die beiden mittleren Schrauben hier ein bisschen reindrehen mit der Hand. Geölt habe ich sie schon. Nur locker mit der Hand, dass nichts passiert. So, und dann habe ich mir vorbereitet 2 Schraubzwingen und so eine Unterlegscheibe. Das montiere ich jetzt hier, dann ziehe ich mir das genau bündig glatt und dann wird das montiert. So, Schraubzwingen drauf, ein Metallplättchen, ich habe jetzt eine dicke U-Scheibe genommen, dazwischen das auf Spannung gebracht, dann kann man mit einem Hämmerchen, Kunststoff allerdings, leicht auf die Rückseite oder leicht wieder zurückklopfen, dass man hier mit dem Fingernagel ohne Probleme drüber fahren kann, ohne hängen zu bleiben. Und dann ist das perfekt ausgerichtet. Ja. Jetzt müssen wir ja die Zylinderkopfschrauben mit den 25 Newtonmeter anziehen. Das habe ich jetzt schon gemacht. Und dann müssen wir die 3-mal mit 60 Grad weiter drehen. Und da gibt es ja so spezielle Aufsätze für die Ratsche, die kann man kaufen, habe ich jetzt aber nicht. Und jetzt bauen wir uns mal was selber. Was brauchen wir denn dafür? So, ich habe jetzt mal hier so einen weißen, dünnen Pappendeckel. Sollte jeder haben. Ich weiß ja nicht, ob ihr in Geometrie aufgepasst habt, aber jetzt nehmen wir erstmal hier, zeigen wir uns mal eine Linie an, wo wir unsere Mittelachse haben wollen. Und kommt die da auch an, okay. Dann legen wir auf der Achse das Geodreieck an. Okay. Dann brauchen wir jetzt unsere 60 Grad. Die können wir uns hier ablesen. Das ist jetzt ein altes, sicher auch mal neues. Ist irgendwie abhanden gekommen. Gut, kriegen wir jetzt gleich hin. So kurz. Das ist unser Mittelpunkt. 60 Grad. So, jetzt haben wir hier unsere 60 Grad. Jetzt nehmen wir die Nuss. Okay, das ist ungefähr 20. In unsere Mitte rein. Checken. Okay, passt. Die geht ja eh durch. So, fertig. Gabelbinder.
abschneiden und fertig ist unser Winkelmesser. Ja, ich hoffe, der kleine Tooltip hat euch gefallen. Jetzt sieht das Ganze so aus. Ich nehme hier sehr gerne am liebsten den Drehmomentschlüssel. Der hat einen schönen langen Hebel. Das heißt, wir können ziemlich genau arbeiten. Je länger der Hebel, umso mehr Kraft, umso leichter und feinfühliger können wir arbeiten. Ja, auch hier immer die Reihenfolge einhalten. 1, 2, 3, 4. Ich klemme es mir da an der Seite, dann habe ich es leichter. Erster Versuch. Dann drehen wir mal. Nummer 1. Ja, wie ihr gesehen habt, das ist ja eigentlich jetzt hier, wir drehen von 3 Uhr auf 5 Uhr, wenn man sich eine Uhr vorstellt, ne? 3 Uhr, 4 Uhr, 5 Uhr, 6 Uhr. Und das ist auch kein Ferrari 12-Zylinder hier, das ist nur ein Opel Corsa Motor. Der wird auch trotzdem funktionieren, wenn wir da mal so ein halbes Grad weglassen. Ne? Wer es im Gefühl hat mit der Hand, der kann auch von 3 auf 5 Uhr so drehen, geht schneller. Ich will es präzise machen. Ich mache das jetzt so und dann schaut zu. Erste Runde haben wir durch. Jetzt machen wir das noch zweimal und dann ist das Köpfchen auch fest. So, Thema ist durch. Alles schön angezogen. Jetzt können wir als nächstes hier vorne den Vorderbau machen. Das heißt Steuerkette, die Kettenräder und so weiter. Ach so, ja, noch eine kleine Anmerkung der Redaktion. Diesen Part mit den Schrauben, den müsst ihr sehr gewissenhaft machen, weil das funktioniert nur einmal. Eine Kontrolle ist danach nicht mehr möglich. Wenn ihr euch nicht sicher seid und nicht traut, müsst ihr die Schrauben wieder raus und neue Schrauben nehmen. Nur mal so eine kleine Anmerkung am Rande. Ich habe die Flächen jetzt schön geputzt hier vorne. Könnt ihr euch ja gerne mal anschauen. Alles Taco. Super schön sauber. Und jetzt nehmen wir an Victor seine Dichtung hier. Und die müssen wir als erstes davor machen. Und an diesen Stellen hier, das ist auch wieder der Übergang, soll später auch eine Raupe, ich sag mal Wurst, von 2 mm dahingelegt werden, damit das abgedichtet wird. Das machen wir aber später, weil sonst müssen wir da so schnell wie möglich das Gehäuse da drauf bekommen. Ja, so, vorsichtig da drauf. Aha. So, jetzt haben wir hier die Dichtung schon mal arretiert. Sieht doch gar nicht schlecht aus. Hier sind überall Gummis. Wie gesagt, das wird nichts geklebt, keine Klebe. Nur später hier machen wir ein bisschen hinter und da an den Übergängen. Ja, als nächstes schauen wir uns mal den Kettensatz hier an. Eine Riesenschachtel, überhaupt nichts drin. Jetzt machen wir die Gleitleisten, 2 Stück mit 9 Schrauben sogar, alles dabei. Sehr schön. Dann die 2 Stirnräder, unten das Zahnrad von der Kurbelwelle, dieser Gleitblock oben zwischen den beiden, die Kette und hier wird der Spanner drin sein. Ein neuer Spanner. Jawohl. Ist auch dabei. So, diverse Teile müssen wir von den alten übernehmen. Einmal diese Spezialschraube, überhaupt die Befestigungsschrauben. Dann brauchen wir dieses Teil für den Nockenwellensensor wieder. Und bei dem Satz waren sogar 2 neue Schrauben für die Stirnräder dabei. Die werden wir diesmal auch benutzen. Die hatte ich letztes Mal nicht bestellt. So sieht das Ganze dann aus. Das brauchen wir alles dafür. So, das ist der bewegliche Teil. Den haben wir jetzt sauber gemacht.
Jetzt habe ich hier unten ein bisschen Öl, da machen wir erstmal gleich mal ein bisschen Öl dran. Ist immer besser. So. Das Schwarze hier, man sieht hier oben, da ist der Ausschnitt. Dann kommt nachher der Spanner rein. Setzen wir hier unten an. Drehen wir erstmal mit der Hand rein. Hier brauchen wir, glaube ich, kein Öl, machen wir aber trotzdem welches dran. Das wird jetzt hier oben eingehakt und dann haben wir hier die 1, 2 Schrauben, die da reingehen. Selbst die Zubehörteile passen ganz gut. Diese Schraube wird mit 20 Newtonmeter angezogen, Drehmomentschlüssel. Ich würde es einfach euch empfehlen, benutzt das, dann macht sie nichts verkehrt. Wenn es überdreht, ist es kaputt. Wenn es zu locker ist, fällt es auseinander. So, da ist ja ein Gleitlager. Das muss beweglich sein. Hier drückt der Kettenspanner dagegen. Das heißt, hiermit wird die Kette gespannt. Ja. So, die Seite wird mit 8 Newtonmeter angestellt. Das ist eine 6er M6er Schraube, das ist eine M8er. M8 immer 20 Newtonmeter, M6 dementsprechend weniger, in diesem Fall 8 Newtonmeter. Das reicht. Das ist, du hast einen langen Hebel. Wenn du jetzt eine kleine Ratschen nimmst, musst du dich drücken. Hier relativ easy. Und ich finde das total entspannt. Das macht mir richtig Spaß, hier so zu schrauben. Wenn ich mir vorstelle, ich mache das da unten drin, auf dem Rücken liegend, oder der Bühne stehen, mir tropft alles ins Gesicht. Hier schön auf dem Stuhl sitzen, kann man richtig schön arbeiten. Können wir auch schon den Kettenspanner montieren. Der wird auch mit 8 Newtonmeter angezogen mit den Schrauben hier, wie es gehört. Schön gleichmäßig anziehen. Hier ist ein kleinerer Hebel, merkt man sofort. Das wird verhält sich ein bisschen anders. Zack. Okay. Passt. Dann haben wir hier unten das Ritzel. Kommt hier auf diese Welle. Haben wir auch schon mal ein bisschen Öl dran. Man weiß ja nie, wie schnell die Ölpumpe, die hier vorsitzt, klar, die sitzt direkt davor, die wird das schon relativ schnell fördern. Ist egal, ob so oder so. Dann legen wir mal die Kette da drumherum. Führen das mal da ein. Zack. Zack, und legen die da oben mal drüber. Als nächstes nehmen wir uns die Stehenräder. Die sind beide identisch bei dem Modell. Geschüsselt, also die Vertiefung kommt nach innen. Auf der linken Seite kommt der Geber für den Nockenwellensensor dazu. Reinsetzen, Schraube ansetzen. Alles ist gut. Wie ihr seht, die Kette ist noch locker hier. Das ist ein fixes Teil. Das ist der Spanner, der macht nachher alles. Sieht doch schon mal ganz gut aus. Jetzt kann man das Gleitlager hier oben auch noch montieren. Da ist so ein Ölkanal mit drin. Das kommt hier unten drunter. Haben wir das auch gleich erledigt. Kleine Schrauben. Hier ist eine 6er Schraube im Alublock, genau wie die hier. 8 Newtonmeter. Zack. Zack. Sehr schön. So, ja, Steuerkette ist jetzt dran. Alle Schrauben mit dem Drehmoment angezogen. Jetzt müssen wir das Steuergehäuse montieren. Moment, jetzt sagt ihr euch bestimmt, ja, was ist denn mit den ganzen Steuerzeiten und so?
Ja, das machen wir später. Das kommt noch. Ja, und warum? Weil wir haben ja den einzigen Fixpunkt hier unten. Das ist die Kurbelwelle. Da ist unser Zahnrad drauf, was wir nicht bewegen können. Hier oben haben wir es noch nicht angezogen. Und wenn ich jetzt unten die Kurbelwelle drehe, dreht sich das schön mit. Oben natürlich auch. Aber die Nockenwellen ja noch gar nicht. Weil dafür müssen wir erstmal die Schrauben anziehen. So, schön sauber machen nicht vergessen. Ich benutze einfach Kaltreiniger. Einmal über Nacht einweichen lassen, jetzt ein bisschen absprühen. Ist das wieder sauber. Das gleiche machen wir dann mit der Ölwanne und mit dem Ventildeckel auch. Liegt da drüben schon bereit. Du solltest diese Sachen nicht wegschmeißen. Ich zum Beispiel mache hier schön die Kleinteile mit sauber. Auch die Schrauben. Und da stehe ich drauf, weil ich habe es gerne sauber. Schreib mal in die Kommentare, was du dazu denkst. Ich hasse das, wenn so ein Motor in den Videos immer so dreckig wieder zusammengeschraubt wird. Wenn man es schon in der Hand hat, kann man es schön sauber machen. Ist meine Meinung. Ja, um seine Haut zwischen so aggressiven Mitteln hier zu schützen und Öle, gibt es einmal hier so Emulsionen. Weiß nicht, die habe ich jetzt bestellt im Internet. Da gibt es verschiedene, muss jetzt nicht die sein. Das hilft immer super, wenn man sich vorher die Hände eincremt. Zweitens gibt es so Handschuhe. Das sind stinknormale. Die kriegt man in jedem Netto oder Penny, Aldi. Haben wir nicht gesehen. Da muss man nicht unbedingt so teure Dinger kaufen, nur weil sie orange sind. Ne? Weil wie sie bei anderen Kanälen angeboten werden. Die funktionieren genauso. Sind Einweghandschuhe. Einmal drauf. Ganze 10-mal wegschmeißen, kosten Centbeträge. Ja? Sind nicht säurefest. Nein. Aber für die kurze Zeit, wo ich die anhabe, halten die allemal. So, auch hier habe ich das vorher ein bisschen eingesprüht mit Kaltreiniger. So, mit Schleifvlies gehe ich jetzt nochmal über die Dichtflächen, mache die restlichen Gummireste weg. Besonders hier im Bereich der Wasserpumpe. Da müssen wir sehr sauber arbeiten. Das soll ja nachher dicht sein, ne? Wollen ja kein Wasser wieder im Öl haben. So, jetzt nochmal den Staub rausblasen mit dem Kompressor. Und so sieht das dann aus, was ich mit meinen bescheidenen Mitteln hier hinbekomme. Hier unten haben wir die Ansaugung fürs Öl. Das ist ja die Ölpumpe. Die saugt hier direkt an. Hier links haben wir das Öldruckregelventil. Jo. Andere Seite ist natürlich nicht so schön geworden. Da haben wir viel Patina. Ich hätte das auch gerne wieder schön blank gehabt. Aber das bekomme ich jetzt leider nicht hin. Habe ich kein Material, Werkzeug dafür. So, ganz wichtig. Als erstes müssen wir jetzt mal diesen Semmering tauschen. Der ist zwar noch nicht alt. Aber das ist der hier vor der Ölpumpe sitzt. Na, und der flutscht schon wieder so rein. Der ist schon wieder hart. Den Ring habe ich ganz einfach mit dem Schraubenzieher rausgehebelt. Ich habe es schon gemacht ohne Kamera, aber es ging ganz easy. Schön ansetzen. Und dann kann man den schon mit der Hand da reindrücken.
Dann machen wir gleich einen Tropfen Öl innen drin rein, wenn wir später die Welle da reinschieben wollen. Und jetzt streichen wir es auf die Spitze. Jetzt machen wir jede einzelne Schraube einmal mit der Drahtbürste sauber. Ich finde das gut. Eins, das sind ja nur 20, 30 Stück. Schnell gemacht. So, Schrauben sind jetzt alle schön sauber. Unsere Welle auch. Und jetzt können wir den Deckel anschrauben. Als erstes werden wir jetzt mal hier und hier, das sind ja die Übergänge von den zwei verschiedenen Bauteilen, Alu, Guss, die kleine Raupe, wie ins Handbuch steht. Also wir machen die Wurst da rein. Ist jetzt ein bisschen schwieriger, weil die Leiste schon drauf ist. Hier geht es besser. Oh. So, Raupen dahinter gelegt, Deckel drauf. Das wir die Hülsen, die eine ist hier, die gehört wohl da rein. Die andere da unten ist eh schon da. Warum geht das da nicht so rein, wie ich das gerne möchte? Oh, die passt nicht so auf der Höhe. Okay. Zack. Zack. So. Theoretisch müssten wir jetzt hier auch wieder auf die Höhe achten. Unten müssen wir auch auf die Höhe achten. Jetzt sind wir aber durch die Hülsen ein bisschen beschränkt. Jetzt setzen wir erstmal die Schrauben alle an. Nur handfest. Das Handbuch sagt, jetzt müssen wir die Wasserpumpe ansetzen, weil hier auch die Schrauben mit durchgehen in den Block rein. Das bedeutet, dass wir auch hier wie beim Zylinderkopf eine bestimmte Reihenfolge haben, dass wir von innen nach außen arbeiten wegen der Abdichtung. So. Die oberste Schraube hier setzen wir mal an, die nehmen wir als Referenz. Das passt halt auch. Nur mal ansetzen. So hatten wir das zweite Gewinde hier unten. So, setzen wir uns auch schön an. Wichtig, da kommt keine Klebe hinter. So, dann haben wir hier noch ein Gewinde gehabt. Jetzt steht im Handbuch mit Anziehen mit 8 Newtonmeter an dem Gehäuse. Und jetzt die restlichen Schrauben rein. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Dann wir mit der Hand schön rein. Diese werden zuerst mit 8 Newtonmeter angezogen, alle.
Gehen wir aber nochmal durch. Also auf der safen Seite. Wasserpumpe haben wir jetzt feste und jetzt können wir außen drumherum alles anziehen. So, die kleinen haben wir jetzt alle feste, jetzt kommen die zwei großen hier rein. So, die bekommen 35 Newtonmeter, sind M12 Schrauben. Schwuppdiwupp ist das Steuergehäusedeckel montiert, nach Vorschrift. Alles aus dem technischen Informationssystem vom Opel. Als nächstes müssen wir dieses Teil hier einbauen. Und da ist eine Markierung drauf, ich weiß nicht, ob ihr es seht. Das ist eine kleine Bohrung. Die muss nach oben zeigen. Ja. So, jetzt drehen wir das mal da irgendwie rein. Okay. Das rastet auch ein. Jetzt zeigt ja auch irgendwie nach oben. Jetzt ist die Frage. Ist das jetzt wirklich oben oder ist das unten? Weil ich kann die ja auch 180 Grad gedreht, passt das auch. Jetzt kommt das erste Mal unser Werkzeug ins Spiel. Und zwar müssen wir jetzt erstmal den Motor auf OT drehen. Also erste Zylinder OT. Zurzeit ist ja noch alles wild verdreht hier in dem Motor. Das heißt, es stimmt ja überhaupt nichts mit den Steuerzeiten. Und jetzt gibt es verschiedene Methoden. Guck mal, ich habe hier so einen alten Strohhalm gefunden. Also nehmt irgendwas Sauberes, wenn ihr das so macht. Steckt den da rein. Und dann kann ich hier den beobachten. Und ich drehe jetzt hier hinten an der Kupplung unter dem Schwungrad. Ich habe die Möglichkeit und dann gucken wir mal, wann jetzt der nach oben kommt, den höchsten Punkt erreicht. Jetzt geht er langsam hoch. Zack, 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 zack. Jetzt geht er wieder runter. Aha, da ist er oben. Eigentlich reicht das ja schon. Der müsste ja nicht 100% genau sein im Moment. Andererseits müsste jetzt hier, da unten, hier kommt ja dieses Absteckwerkzeug rein, dass wir auch den OT haben. Das müsste jetzt auch passen. Können wir auch gleich mal kontrollieren. Und guckt an, wenn man es ein bisschen bewegt, passt das sogar da rein. So, jetzt habe ich ja den Vorteil, ich kann den Motor einfach mal um den Kopf drehen. Ne? Nehmen wir den Strohhalm mal da oben raus. Achtung, wird schwer. Drehen wir das Ding einfach mal um den Kopf. Das ist ja der Vorteil bei so einem Motorständer. Und dann können wir schön da unten reingucken. So, jetzt haben wir diesen Bolzen hier eingesteckt, habt ihr ja gesehen. Der geht hier durch die Bohrung und rastet hier unten schön ein in die Kurbelwelle, in dieses Gegengewicht. Und damit ist das arretiert auf diesen erste Zylinder OT. So, ganz wichtig, ich sage es jetzt schon, das ist nur zum Einstellen. Das ist keine Blockade, um irgendwas in den Motor anzuziehen. Jetzt haben wir schon mal zwei Möglichkeiten, wie wir den OT rausfinden. Und jetzt müsste das eigentlich hier schön reinpassen. Guck mal, wir haben OT, der Punkt ist oben, alles super. Ja, auch hier soll laut TIS eine neue Schraube verwendet werden. Guck mal, ich habe sogar PSA Originalparts, war mit in dem Satz dabei. Da gibt es eigentlich einen Spezialgegenhalter dafür. Ist eigentlich bei vielen Autotypen üblich. Bei unserem BMWchen zum Beispiel habe ich mir sowas selber gebaut. Hier
habe ich jetzt keine Zeit dafür gefunden oder es nicht für nötig erachtet, weil ich habe ja den Vorteil, der Motor ist ausgebaut. So, diese Schraube wird angezogen mit 150 Newtonmeter plus 45 Grad plus 15 Grad. Und dieses Tool ist nicht dafür geeignet. Deswegen nehmen wir das jetzt als erstes mal wieder raus. Weil wir ziehen ja nur die Schraube an. Wenn sich das verdreht, ist gar kein Problem zurzeit. So, das ist eine E18. Ich blockiere hier an dem Zahnkranz von der Schwungscheibe die Kurbelwelle. Hier vorne habe ich aufgesetzt den Drehmomentschlüssel und jetzt erzeugen wir mal die 150 Newtonmeter. Da geht schon was. Es ist aber eigentlich ganz einfach, weil ich habe hier einen langen Hebel, hier einen langen Hebel. Die Hebelkräfte sind eigentlich identisch. Da geht schon was. 150. Zack, da ist er. Sehr schön. Die 150 Newtonmeter. Grad ungefähr. Und wir müssen ja bis 60. Jetzt machen wir den Rest nochmal dazu. Wofür das gut ist, keine Ahnung. Jetzt wird es schwieriger. Fertig. Der Punkt ist oben. Nockenwelle blockiert. Jetzt kann hier unten nichts mehr passieren. Jetzt können wir uns um den oberen Teil kümmern. Dafür gibt es hier diese Einstelllehre, Blockier, haben wir nicht gesehen. Und zwar kommt dieses Teil hier hinten hin. Das will nicht so, wie ich es will. Dann nehmen wir mal ein kleines Gummihämmerchen und blockieren das. So. Jetzt haben wir die Nockenwellen blockiert. Auch dieses ist kein Tool dafür, dass wir nachher diese Schrauben anziehen. Die müssen wir hier mit dem Schlüssel gegenhalten. Ganz wichtig. Leute, macht keinen Scheiß. Euch brechen nachher die Ecken aus. Hier, es brechen nachher die Ecken aus hier. Es verbiegt sich alles, das Werkzeug geht kaputt. Ihr hebt die Lager an. Keine Ahnung, was da passiert. Das ist kein Tool, um das zu blockieren. Im Prinzip haben wir ja jetzt hier unten unsere Kurbelwelle blockiert. Die Nockenwellen stehen auch auf der richtigen Position. Jetzt sollte eigentlich alles richtig zueinander passen. Hier den Punkt haben wir auch so eingeschraubt, dass wir es oben haben. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch dieses kleine Werkzeug hier, um den Geber für unseren Nockenwellensensor einzustellen. Der wird hier drauf gesetzt, der passt nur einmal. Das heißt, man kann es nicht vertun. Es sind zwei ähnlich große Löcher, aber er passt nur einmal. So, den setzen wir hier auf. Und Leute, ich sage euch, ganz gefährlich, der wird jetzt hier eingeschraubt. Leute, passt auf, mir ist gestern eine Schraube da reingefallen. Ich hätte heulen können. Jetzt zum Glück kann ich den Motor am Kopf stellen, dann ist er wieder rausgefallen. Aber ich habe schon gedacht, bei mir war alles zu Ende. Also aufpassen, dass diese Schraube da nicht reinfällt. Das ist ja jetzt nur dafür da, dass sich dieses Rad nicht mehr mitdreht, wenn wir die Schrauben hier festziehen. Achtung, das Tool hier hinten ist nicht zum Klemmen, ich sage es nochmal. Nicht zum Gegenhalten. Zum Gegenhalten benutzen wir hier die Schlüssel an der Kurbelwelle, Nockenwelle, Entschuldigung. So, jetzt brauchen wir den passenden Steckschlüsselaufsatz. Ja, der mittlere, den ich hier habe, der geht gerade bis 50 Newtonmeter. Versuchen wir es mal mit dem. Jetzt haben wir erstmal 50 Newtonmeter und dann später plus 60 Grad. Jeder hier einigermaßen zwei gleiche Hebel. Wie gesagt, hier halten. Das muss hinten leider drin bleiben, weil damit sich das nicht verstellt.
Jetzt schauen wir mal, ob wir die 50 Newtonmeter zusammenbekommen hier. Oh, das ging aber schnell. Die andere Seite ist komischerweise ein 22er. Okay. Diesmal nehmen wir die Ratsche selber als Maß. So, steht hoch. Wir müssen bis dahin drehen. Machen wir das jetzt mal 60 Grad. Alter Schwede. Ja, wir gucken noch. So, haben wir das auch wieder. Jetzt die andere. Da werde ich es aber nicht so hinbekommen, glaube ich. Ne, da müsste ich eine Verlängerung nehmen. Jetzt machen wir das mal Pi mal Auge. Wird auch gehen. Wie gesagt, oben ansetzen. Von 12 Uhr auf 2 Uhr drehen. Dann mal 1 Uhr. 2 Uhr. Okay. Sollte passen. Ja. Wenn ich mir das hier so angucke. Kannst du mal von außen anhalten. Ja, passt ungefähr. Noch einen Tucken drauf geben. Ja, so, jetzt aber. So. Fertig. So, nächster Schritt. Eine rauchen. Ja, nachdem die Zigarettenpause vorbei ist, wir uns mit der Hausfrau geeinigt haben, weil ja heute Sonntagnachmittag ist, ne? Dann werden wir jetzt mal diese ganzen Werkzeuge wieder ausbauen. Dann müssen wir den rausmachen, den wegmachen, sollte man nicht vergessen. Kann unter Umständen jetzt ein bisschen schwerer gehen. Aber da kann man ja vorsichtig mit der Zange ausdrehen. Zack, den da hinten sollte eigentlich leicht gehen. Raus. Da wieder aufpassen, wenn das die Schraube nicht daran verlassen. Ich habe alle Teile wieder da. 1, 2, 3, nichts vergessen. Nichts im Motor drin geblieben. Sehr gut. Machen wir den Deckel wieder zu. Wie gesagt, habt ihr gesehen, 17,99 €. Kann man ja wieder gebraucht verkaufen bei eBay, wenn man es nicht wieder braucht. Oder ein Kumpel leihen oder wie auch immer. So, als nächstes so, setzen wir mal hier unten unsere Ratsche an und drehen den Motor schön langsam durch und schauen mal, ob alles passt. So, jetzt fängt es wieder an zu tropfen draußen, Regen. Gut, also schauen wir mal. Gehen wir mal einmal durch. Aha. Aha. Sieht doch gut aus. Schaut euch das an. Geht ganz leicht, nichts setzt auf. Noch ein bisschen schneller drehen. Sehen, ob die Ölpumpe jetzt schon fördert. Glaub nicht. So, jetzt haben wir wieder alles auf Stand der Dinge. Jetzt müsste eigentlich noch alles passen. Wir können es ja noch mal kontrollieren. Hinten sieht ganz gut aus. Der sieht noch ganz gut aus. Kette ist stramm. Der gute Öldruck war ja jetzt noch nicht da, weil der Kettenspanner wird ja auch mit Öldruck betrieben. Aber ich denke mal, das wird passen. Nichts locker hier. Position sollte passen. Als nächstes machen wir mal die Ölwanne unten dran.